Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu meinem neuen Video. Schön, dass du da bist. Und im heutigen Video bemale ich wieder einen Stein und ich nehme dich gerne mit in die Natur. Wir malen heute Bäume an einem See und die spiegeln sich dann auch im Wasser. Und hier siehst du die Farben, die ich verwende. Ich verwende Acrylfarben. Die sind auch wetterbeständig, wobei ich meine Steine nicht einfach so rauslege. Ich fixiere sie anschließend nochmal mit einem Klarlack oder Glanzlack. Oder manchmal für die ganz edlen Steine nehme ich auch Gießharz. Und hier siehst du, habe ich den Stein von oben bis unten mit Weiß bemalt. Die Farbe ist jetzt noch feucht und ich nehme Blau dazu und verteile das auf dem ganzen Stein, weil die Farbe vom Himmel sich dann auch im Wasser widerspiegelt. Und so können wir jetzt den ganzen Stein erstmal schön in ein schönes hellblau verwandeln. In einen schönen hellblauen Stein. Jetzt nehme ich Grün dazu und ich deute schon mal den Uferbereich an. Und hier tupfe ich einfach mit dem Pinsel auf. Das ist ein Schminkpinsel, da gab es mal so ein Set im Angebot, da habe ich natürlich zugegriffen und ich war neugierig, ob das denn funktioniert. Und wie du siehst, es funktioniert sehr gut. Das Wichtigste bei Pinseln ist, sie sollten keine Borsten verlieren. Und du siehst, ich nehme Farbe auf den Pinsel auf, tupfe dann auf den Stein und da, wo ich anfange, da sind die Stellen dunkler und umso mehr ich tupfe, umso weniger Farbe ist auf dem Pinsel und umso heller wird der Bereich dann auch. Und so soll es auch sein. Lichter und Schatten machen dein Gemälde lebendig. Hier setze ich jetzt Bäume in die Landschaft. Und auch da brauchen die Baumstämme nicht gerade sein. Also wenn du eine etwas zittrige Hand hast, dann bringt das sogar noch Natürlichkeit in die Bäume. Ganz exakt gerade sind die Bäume ja meistens nicht. Hier verwende ich den Schlepperpinsel, den findest du auch unten in der Videobeschreibung. Das ist ein 18-teiliges Set und damit kannst du sehr schön dünne Bäume malen, Äste oder auch sehr schön Grashalme. Wenn du mit dem Schlepperpinsel arbeitest oder generell so zarte Linien malen möchtest, empfehle ich dir, etwas mehr Wasser zur Acrylfarbe dazu zu nehmen. Dann lässt es sich richtig schön ziehen und es wird schön.
Und das, was ich oben male, das male ich auch unten, weil es sich spiegelt. Es muss nicht ganz exakt genauso sein wie oben. Unser Auge macht das schon komplett und da kommen auch gleich noch Blätter drauf, also wird man wahrscheinlich von den Ästen gar nicht mehr so viel sehen. Und dann nehme ich Terrakotta und ich tupfe Blätter an die Äste dran und dafür verwende ich einen Naturborstenpinsel. Naturborstenpinsel haben den Vorteil, dass die so struppig sind und auch mit der Zeit immer struppiger werden. Und damit bekommt jeder Pinsel seinen eigenen Charakter und kann dir ganz wunderschöne Blätter zaubern. Du kannst auch wunderschön Gras damit malen. Also so Wiesen und Felder. Und oben tupfe ich die Blätter drauf und unten male ich von der Uferkante auf dem Wasser von oben nach unten in Strichen. Jetzt kommt Lebendigkeit in die Baumkronen, indem ich Gelb mit dazu nehme. Und du siehst, wie sich das Gelb mit dem zuvor aufgegebenen Terrakotta vermischt. Und das ist auch richtig so. So soll es sein. Und diesem Baum schenke ich grüne Blätter und da kommen wieder Highlights drauf mit Gelb. Ich arbeite meistens in 3 Schichten, also wie jetzt bei dem Stein habe ich zuerst den Himmel gemalt, dann habe ich das Ufer angedeutet und das waren dann die 2 Schichten und die Bäume natürlich. Und dann kamen die Blätter dazu, das ist die 3. Schicht und dann kommt nachher noch eine 4. Schicht, die Wasserschlieren auf das Wasser. Ich empfehle dir auch, in Schichten zu arbeiten. So nimmst du von Anfang an relativ wenig Farbe und du arbeitest einer Schicht zur nächsten Schicht und so bekommst du Tiefe und Lebendigkeit in deinem Gemälde. Wenn du mit wenig Farbe arbeitest, dann bist du auf der sicheren Seite, dass es nicht irgendwann eine Matschepampe wird und du irgendwie frustriert aufhören musst, weil es irgendwie gar nicht klappt. Also ich empfehle dir, nimm wenig Farbe, arbeite von Schicht zu Schicht und wenn dir mal was nicht so gefällt, dann kannst du es wieder übermalen. Für den Uferbereich, den gestalte ich jetzt etwas dunkler, nämlich schwarz. Und dafür habe ich einen etwas dünneren Pinsel verwendet. Und auch da darf die Kante ruhig uneben sein und nicht gerade.
wackel ein bisschen mit dem Pinsel hin und her, ein ganz klein bisschen rauf und runter und dann sieht das aus wie ein natürliches Ufer. Jetzt nehme ich den Schlepperpinsel, den habe ich mit Weiß geladen und ein ganz wenig Gelb dazu genommen. Und jetzt setze ich Striche ans Ufer unterhalb von dem ganz dunklen Bereich und das ist dann die Wasserlinie. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere meinen Kanal und lass mir gerne deinen Daumen hoch da, das freut mich total. Natürlich lade ich dich auch ein, Kanalmitglied zu werden, da findest du auch noch weitere Videos mit Beschreibung und alle Videos, die du da sehen kannst, sind ohne Werbeeinblendungen. Jetzt bin ich auch gleich schon fertig, es kommen noch die letzten Wasserschlieren aufs Wasser und du siehst, wie schön jetzt die Spiegelung wirkt. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Nachmachen und falls du Fragen hast, stell sie mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche dir alles Liebe und gutes Gelingen bei allem, was du tust. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Anke.